Hi, ich bin Franziska von Maximilian und das ist Luna. Ich bin Steffi, ich bin Hundetrainerin und betreibe die mobile Hundeschule Frau Pfote hier in Frankfurt. genau, und wir haben ein Hundelastrad im Programm und heute haben wir die einmalige Chance, mal vom Profi zu erfahren, wie man so einen Hund an ein Lastrad gewöhnt. Genau, und das zeige ich euch jetzt. Gemeinsam mit der Hündin, die man gerade schon kurz gesehen hat. Luna ist ein Golden Doodle und 1,5 Jahre alt, also mitten im Teenie-Alter, und die kennt das Fahrrad noch gar nicht. Das heißt, wir haben auch ein realistisches Bild, wie man einen Hund an das Fahrrad gewöhnen kann, sodass man zukünftig gemeinsam coole Ausflüge machen kann. Ich bin die Jessie und ich wohne mit Adrian hier im Dornbusch. Genau, ich bin der Adrian. Wir haben noch die Luna dabei, jetzt seit einem guten Jahr. Die ist jetzt fast 1,5. Und genau, wir wollen auch ein bisschen was lernen über Hund und Lastenrad. Einfach weil wir hier in Frankfurt wohnen, und deswegen sind wir mal sehr gespannt, wie man dem Hund denn das Lastenrad näher bringen kann, sodass das sehr smooth funktioniert. Erster Schritt, was wir jetzt gleich machen, ist, dass sie darf jetzt erstmal liegen. Ist total cool, dass sie da so ganz entspannt gerade ist. Wir gucken einfach mal, wie sie so mit dem Lastenrad interagiert. Immer wenn ich sage, loben, lobst du, und sie bekommt einen Keks dafür. Und dann bewegen wir uns einfach mal ein bisschen rum. Falls sie sehr aufgeregt ist und zieht, das ist so, ne? Ja. Wir haben einen kleinen Teenie-Hund, da gehen wir einfach cool mit um und genau, schauen einfach mal, wie sie so auf das Lastenrad reagiert. Ja. Genau. Wir gehen einfach mal so drum herum. Auch vielleicht nicht sie auch einfach direkt einsteigen. Genau. Mach mal den Keks aus der Hand raus. Also das darf sie auch gerne. Super. Füll sie einmal runter, genau. Und nochmal drum herum. Man sieht jetzt, sie hat überhaupt gar kein Problem. Ne? Das heißt, du kannst jetzt mal am Eingang den Touch abfragen. Oder so. Genau. Super, belohnen sie nochmal. Super. Sprech sie an und führ sie nochmal raus. Man hat jetzt gesehen, sie hat gar kein Thema damit. Ne? Also sie sagt direkt, ja cool, steige ich halt ein. Wenn dein Hund jetzt ein bisschen Themen hat, das zeigen wir einfach nochmal und halt nicht ganz so offen ist. Was man dann machen könnte, ist, dass du vor dem Eingang mal 4-mal einen Touch abfragst, dass sie da nochmal so ein bisschen, ne? Wie gesagt, sie macht es super, gar kein Problem, aber dass man nochmal so eine Idee hat. Okay, sie steigt halt direkt immer ein, das ist super cool. Genau, führ sie nochmal runter und halt die Touchwand gleich mal weiter vor den Eingang. Genau, also nicht so sehr Touch. Okay. Also Luna ist schon mal Fan von dem Lastenrad. Jetzt belohnt sie, genau, warte mal kurz. Jetzt nochmal belohnen. Super. Zeig ihm einmal die leere Hand, dass quasi nichts ist. Super. Super. Pfote, kann belohnen. Super. Super. Jetzt nochmal. Luna? Ja, ansonsten lass sie ruhig nochmal rein. Also, ne, für sie hat jetzt im Prinzip schon verstanden, da drin passieren auf jeden Fall coole Sachen. Das lohnt sich für mich, da drin zu bleiben. Das heißt, der nächste Schritt wäre für uns, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, sie kann zum Beispiel einen Platz machen und wir verlängern erstmal die Zeit, die sie da drin ist. Ne? Lohnst du nochmal. Und jetzt zum Beispiel kannst du auch, zeig mal die leere Hand, dass sie weiß, dass kein Futter, zum Beispiel stimmlich loben. Ne? Wenn sie es annehmen kann, kannst du sie zum Beispiel so ein bisschen im Brustbereich streicheln, dass auch so diese Ruhe kurz reinkommt. Ne? Genau, und jetzt kannst du sie nochmal runterführen, indem du auf dem Rasen zum Beispiel einen Touch abfragst. Ja, Touch. Hey, super gut. Wir machen erstmal zu, würde ich sagen. Genau, für sie rein, okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit, sodass sie nicht auf die Idee kommt, da rauszuspringen. Belohnen sie nochmal. Kann sie bleiben? Ja. Gut, okay. Dann kannst du jetzt zum Beispiel bleib sagen. Bleib. Ich nehme einmal kurz die Leine. Genau. Ja, wir machen einmal und jetzt machen wir den Stoffding noch ein bisschen hoch.
sie, loben und belohnen. Super. Belohn nochmal. Ja, und wir fahren jetzt noch gar nicht, sondern wir sind einfach nur hier. Super. Jetzt machst du das wieder auf. Genau, super gemacht. Belohnen sie direkt nochmal. Genau, und jetzt fragst du sie nochmal aufzusteigen. Super, sie steigt mega entspannt aus. Und man merkt schon, sie ist gar nicht so krass aufgeregt da drin. Ne? Ich nehme nochmal die Leine und wir machen nochmal zu. Und während du zumachst, belohnst du sie stimmlich loben. Einfach, dass sie auch weiß, ach, das, was ich mache, ist gerade cool. Ja, Ne? ja. Genau. Live. Gut. Belohn mal fürs Bellen da hinten. Super. Sehr gut. Genau. Nee, ich würde sie jetzt tatsächlich einmal festmachen. Und zwar da links ist zum Beispiel ein Karabiner, den habe ich gerade schon so ein bisschen rausgeholt. Ja. Und da machst du einmal die Leine dran. Ist das fest genug oder einfach so? Ja, ich würde sie einmal so, da ist ja ein Karabiner, dass sie einmal so. Genau. Okay. Bleiben. Alles gut. Super. Das war jetzt ein Touch. Wir machen es nochmal. Du nimmst die Hände frei, um das in Ruhe. Alles gut, lass sie ausmachen, wenn sie raus will. Genau, was man bei Luna jetzt gesehen hat, war, sie ist super easy eingestiegen. Sie hat sich da wohl gefühlt. Und dann war es so ein bisschen dieses hier zumachen. War ein bisschen schwierig für sie. Das kann verschiedene Gründe haben. Manche Hunde haben hier schon das Thema, weil sie zum Beispiel Erfahrungen mit einer Box gemacht haben, die sie nicht so cool fanden. Und das kann schon dazu führen, dass sie sagt, oh nee, finde ich jetzt nicht so gut. Das heißt, was wir jetzt versuchen im nächsten Schritt ist, und deswegen haben wir jetzt den Adrian noch wieder reingeholt, dass wir das so ein bisschen splitten können zwischen einer macht zu und der andere belohnt. Da darf man im Zweifel, wenn man jetzt merkt, der Hund hat die Tendenz rauszugehen, einfacher Trick, relativ schnell belohnen. Das heißt, dass wir möglichst diesen Moment, ich gehe raus, dass wir dem zuvorkommen und schneller sind. Das heißt, dass wir quasi wieder die Freigabe geben können, weil wir natürlich nicht wollen, dass der Hund lernt, ich springe raus, wann ich will, weil das natürlich später fürs Fahren wieder hinderlich sein könnte. Das heißt, wir probieren jetzt einfach die Zeit, die sie drin ist, und die Luke ist sozusagen zu, dass wir die verlängern und dass sie sich einfach noch wohler fühlt und das noch mehr schafft, einfach drin zu bleiben und erst rausspringen, wenn wir quasi wieder sagen, okay, jetzt geht's wieder raus. Und was wir jetzt nochmal gemacht haben, ist, weil das für unsere Hunde unglaublich anstrengend ist, dass wir der Luna jetzt einfach nochmal eine Pause gegeben haben, dass sie ein bisschen schnüffeln kann, vielleicht auch kurz ein bisschen rennen kann, sodass sie einfach kurz mal durchatmen kann, und jetzt machen wir dann gleich weiter. Gehst du auf die andere Seite. Belohne. Belohne. Und, ne, sie guckt auch. Belohne. Super. Du machst wieder auf. Belohn. Wir hätten es fast gehabt. Ja. Ne? Einmal noch. Und. Belohnt. Belohnen. Belohnen. Du fängst an aufzumachen und du belohnst weiter. Und jetzt machst du okay, Handgeste, sodass wir rauskommen. Quatsch. Ja, oder so. Perfekt. Sehr gut. Komm mal her. Ja. Du belohnst. Toll. Toll. Super. 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 Jetzt darfst du wieder aufmachen. Du belohnst.
Okay. Sehr gut. Fällt ihr ein bisschen leichter, ne? Warte noch mal aufmachen. So, nochmal. Jetzt machst du auf. Belohnen. Super. Jetzt hat sie es mitbekommen, ne? Jetzt mit dem Okay. Genau. Okay. Genau. Worauf du achten kannst, und das ist ja aus der Position schwierig, aber ich sag mal, wenn ihr weiter trainiert, dass du ein bisschen rumkommst, sodass sie hier aussteigt und nicht ganz so die Tendenz darüber hat. Das ist aber für später, weil jetzt gerade fällt es ja noch schwer drin zu bleiben und da ist jetzt unser Fokus. Ne? Dieses Drinbleiben, während wir zumachen, ist jetzt das, worauf wir uns konzentrieren. Wir haben sie jetzt ja auch noch nicht angeleint. Wenn ihr zu zweit trainiert, würde ich tatsächlich sogar das erstmal weiterhin machen. Das heißt, dass dieses Drinbleiben weiter trainiert wird, zumachen, und ich würde sie erst zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anleihen, weil es natürlich, wenn sie jetzt schon angeleint ist und ihr habt sie relativ kurz angeleint, wenn sie dann doch nochmal jetzt rausspringt, wir sind ja immer noch im Training, wir fahren ja jetzt noch nicht mit ihr, dann haben wir da eine höhere eigentlich Gefahr von potenziell Verletzung. Dann würde ich sie jetzt, solange sie das Prinzip, ich bin da drin und wir bewegen uns, noch gar nicht kennt, würde ich sie tatsächlich noch nicht anleihen, sondern würde erstmal ihr die Möglichkeit geben, wenn es dann wirklich so ist, dass ihr quasi nicht hängen bleibt. Darum geht es ein bisschen. Ne? Genau. Halt die Kugel ein bisschen mehr zu dir. Genau. Super. Und stehen bleiben, belohnen. Belohnen. Schieben. Stehen bleiben. Man hat jetzt gerade bei der Luna gemerkt, dass es ihr dieser Fahrmoment relativ schwer fällt und da auch kleinschrittiges Training. Das heißt, wenn wir merken, 2 Meter schieben ist gerade noch zu viel für sie, dann gehen wir immer ein Stück zurück und schauen, dass wir einen Schritt haben, wo der Hund sagt, hey, das kann ich gut mitmachen. Das heißt, wenn der Hund es noch nicht schafft, drin zu sitzen, entspannt drin zu sitzen, während wir 2 Meter schieben, dann fangen wir an, einfach mal diesen leichten Rüttelmoment herzustellen, sodass dieses Rütteln erstmal verknüpft wird und dass der Hund lernt, okay, das bewegt sich so ein bisschen, ich kann aber einfach entspannt drin sitzen bleiben, und dann erst fangen wir an, wirklich zu sagen, wir schieben, weil wir es unserem Hund einfach machen wollen, und natürlich, wir wollen natürlich auch das Verhalten haben, was wir gerne haben möchten, sprich wir möchten, dass der Hund entspannt in dem Fahrrad sitzt, und dann ist unser Job, dem Hund das so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, jetzt gehen wir kurz einen Schritt zurück und sagen, wir schieben jetzt nicht mehr Meter, sondern wir fangen einfach mal an, dass sich dieses Ding bewegt. Weil für viele Hunde ist es nicht selbstverständlich, dass sie sich in so einem Gegenstand befinden, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass der sich bewegt. Mach mal auf, und während wir aufmachen, belohnen wir weiter. Man hat jetzt gesehen, beim Fahren oder beziehungsweise beim Schieben hatten wir die Futtertube oder die Leberwurst fast konstant an der Schnute. Da muss man sich nur im Klaren sein, dass der Hund natürlich schon relativ stark jetzt fokussiert ist auf die Leberwurst, aber der bekommt das andere mit. Der bekommt auch mit, dass das Fahrrad sich bewegt, und das hilft einfach vielen Hunden erstmal im ersten Moment, dass sie das einfach ein bisschen besser mitmachen, aber es ist nicht so, als wäre sie komplett davon abgelenkt und würde diese Bewegung nicht mitbekommen, sondern wir schauen einfach erstmal, dass wir es für sie trotzdem möglichst positiv gestalten. Wir haben jetzt gemerkt, dass jetzt am Ende von der Trainingseinheit die Luna relativ, ihr das nicht mehr ganz so leicht gefallen ist. Da auch wichtiger Hinweis, wenn ihr das trainiert mit euren Hunden, es ist super anstrengend. Das heißt, trainiert nicht eine Stunde daran, sondern sagt wirklich, ihr trainiert vielleicht 2-mal oder 3-mal am Tag, aber nur 5 Minuten. Gestaltet da auch schön die Pausen, dass ihr auch zwischendrin mal spielt, und macht es wirklich kurze Einheiten.
Da aber möglichst auf das legen, was der Hund schafft, den Fokus auf das legen, was der Hund schafft. Ja, also das hat an sich besser geklappt, als wir gedacht haben. Ich hatte erst Bedenken, dass sie überhaupt da reingeht, irgendwie in dieses fremde Objekt, weil sie noch gar keine Verbindung zu dem Gegenstand jetzt hat. Aber ja, das hat sie eigentlich echt gut gemacht. Da war ich schon positiv überrascht. Klar, so wie mit allem bei Hunden, in der Ruhe liegt die Kraft. Einfach langsam angehen, alles Schritt für Schritt. Und dann funktioniert es doch schon ganz gut. Weiter üben. Weiter üben. Also man hat ja gesehen, dass Luna das jetzt super schnell angenommen hat. Sie ist super schnell eigentlich freiwillig eingestiegen, ohne jedes Signal. Und was man noch so ein bisschen testen kann, ist vielleicht, dass man zum Beispiel eine Decke reinlegt, die der Hund schon kennt. Dann hat man so ein bisschen den eigenen Geruch nochmal. Also es ist was Vertrautes, das hilft vielen Hunden viel. Und der Aufbau, den wir jetzt heute gemacht haben, war natürlich relativ im Schnelldurchfahren-Verfahren. Also wir sind haben die Schritte relativ schnell hintereinander gemacht. Was da natürlich hilft, ist einfach sich wirklich darauf zu fokussieren. Wir machen Schritt 1. Wenn der zuverlässig gut funktioniert, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Und bei Luna, die das jetzt ja schon super schnell, super gut gemacht hat, würden wir jetzt so ein bisschen schauen, dass wir noch den Fokus ein bisschen mehr darauf bekommen. Dieses ruhige, dort chillen, dort verharren und da noch ein bisschen zur Entspannung kommen und dann eben entsprechend Schritt für Schritt weitermachen. Ja, vielen Dank. Das war jetzt für mich auch total spannend, weil wir kriegen ja eigentlich immer nur die Hunde mit, die schon Fahrradfahrer sind, sozusagen, die ankommen, total happy in unser Rad springen und dann einfach losdüsen. Oder wir haben halt die Kunden, die halt eben das Fahrrad für ihren Hund kaufen, der Hund aber noch gar nicht mit ausprobieren kann, weil er noch gar keine Erfahrung hat. Und jetzt mal so den Lernprozess zu sehen, was der Weg dahin ist, war wirklich total spannend für uns. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht mit denen. Ne? Ich auch. Es wird jetzt noch ein bisschen geübt. Aber ich glaube, dann kriegen wir das mit der Luna sehr gut hin, weil sie das echt sehr gut angenommen hat. Ja, das wollen wir natürlich dann auch noch mal sehen und dann gucken wir mal, ob Luna ein richtiger Lastenradhund wird. Genau.